In diesem Video werden wir einen Expert Advisor erstellen, der den Relative Vigor Index für Handelsentscheidungen nutzt. Sehen wir uns an, wie wir das machen können. Wir starten Meta-Editor, indem wir auf ein kleines Symbol klicken oder F4 drücken. Das erste, was wir in unserem Code programmieren, ist die Einbindung der Klasse cTrade aus der Standardbibliothek. Diese Klasse bietet vereinfachte Handelsmethoden wie Position Open und Position Modify, die uns helfen, unsere Handelsoperationen effizienter zu verwalten. Als nächstes instanzieren wir ein cTrade-Objekt mit Standardparametern. Dieses Objekt wird alle Handelsoperationen, einschließlich der Positionsverwaltung, verwalten. Anschließend definieren wir die Parameter für unsere Strategiekonfiguration. Diese Parameter können in den Eigenschaften des Expert Advisors angepasst werden. Der Parameter Lookback Bars wird auf 50 gesetzt, was bedeutet, dass wir die historische Spanne für Hochs und Tiefs über die letzten 50 Kerzen analysieren werden. Der Parameter Min Candlesback ist auf 5 gesetzt und gibt das Mindestalter für gültige Hochs und Tiefs an. Der Parameter Trailing Offset wird auf 10,0 gesetzt, was den Sicherheitsabstand für den Trailing Stop in Punkten angibt. Die RVI-Periode wird auf 10 gesetzt, was die für die RVI-Berechnung verwendete Periode darstellt, und der Signal-Threshold wird auf 0,0 gesetzt, was den Schwellenwert für RVI-Crossover darstellt. Wir deklarieren auch einige globale Variablen und Handles, um den Status zwischen Ticks und Indikatordaten zu speichern. Die Variable RVI-Handle enthält den RVI-Indikator-Handle, während RVI-Main-Buffer und RVI-Signal-Buffer-Arrays sind, in denen die Werte der RVI-Hauptlinie bzw. der Signallinie gespeichert werden. Das Array Price Data enthält die OHLC-Kursdaten. Die Funktion onInit wird einmal beim Start des Expert Advisors ausgeführt. In dieser Funktion erstellen wir das RVI-Indikator-Handle für das aktuelle Symbol und den H1-Zeitrahmen mit Hilfe der IRVI-Funktion. Außerdem konfigurieren wir unsere Arrays als Zeitreihen und stellen sicher, dass die neuesten Daten bei Index 0 liegen. Diese Ausrichtung ermöglicht es uns, mit den Daten in einem natürlichen Zeitfluss zu arbeiten. Schließlich geben wir einen Erfolgscode zurück, um anzuzeigen, dass die Initialisierung erfolgreich war. Als nächstes definieren wir Funktionen zum Öffnen von Positionen. Die Funktion OpenBuy-Position ruft den aktuellen Ask-Preis für eine präzise Orderausführung ab und führt eine Kauforder mit der Methode Position Open von cTrade aus. Zu den Parametern für diese Methode gehören das Finanzinstrument, der Auftragstyp, das Volumen, der Preis, der Stop-Loss, der Take-Profit und ein Kommentar. In diesem Fall eröffnen wir eine Kaufposition von 0,10 Lots, was bedeutet, dass wir 10 Mikrolots zum aktuellen Ask-Preis kaufen. Der anfängliche Stop-Loss und Take-Profit sind deaktiviert. In ähnlicher Weise ruft die Funktion Open-Sell-Position den aktuellen Bidpreis ab und führt einen Verkaufsauftrag mit derselben Position-Open-Methode aus. Auch hier verkaufen wir 0,10 Lots zum aktuellen Bidpreis ohne anfänglichen Stop-Loss oder Take-Profit. Die Funktion OnTick ist die Hauptfunktion für Kursaktualisierungen und wird bei jedem Tick ausgeführt. In dieser Funktion rufen wir historische Kursdaten für die Analyse ab, indem wir die Daten der H1-Kerze für den Rückblickszeitraum mit der Funktion CopyRates kopieren. Zu den Parametern für diese Funktion gehören das Symbol, der Zeitrahmen, die Startposition, die Anzahl und das Zielarray, in dem die Daten gespeichert werden sollen. Außerdem laden wir mit der Funktion CopyBuffer RVI-Werte aus den Indikatorbuffern in unsere Arrays zur Analyse. Diese Funktion nimmt den Indikator-Handle, die Buffernummer, die Startposition, die Anzahl und das Zielarray als Parameter an. Wir kopieren die Werte der Hauptzeile in den RVI-Main-Buffer und die Werte der Signalzeile in den RVI-Signal-Buffer. Als nächstes überprüfen wir den Status aller offenen Positionen. Wir stellen fest, ob es offene Positionen gibt und welchen Typ sie haben, indem wir alle offenen Positionen durchlaufen. Wir verwenden die Funktion Positionstotal, um die Gesamtzahl der offenen Positionen zu ermitteln, und die Funktion Position GetTicket, um die eindeutige Ticketnummer für jede Position zu erhalten.
Wenn eine Position zum aktuellen Symbol gehört, markieren wir, dass eine offene Position gefunden wurde und speichern ihren Typ. Anschließend implementieren wir die Trenderkennung und das Positionsmanagement. Für eine Kaufbedingung prüfen wir, ob die RVI-Hauptlinie über der Signallinie kreuzt und ob die Hauptlinie größer als der Signal Threshold ist. Wenn es keine offenen Positionen gibt, rufen wir die Funktion OpenBuy-Position auf, um eine neue Kaufposition zu eröffnen. Wenn es bereits eine offene Kaufposition gibt, ermitteln wir mit der Funktion ILowest das niedrigste Tief im Rückblickszeitraum. Wir prüfen, ob der Tiefpunkt mindestens Min Candlesback alt ist und ob der aktuelle Kurs über dem ermittelten Tiefpunkt liegt. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, berechnen wir das Trailing Stop Niveau, indem wir den Trailing Offset zum letzten Tiefkurs addieren und die Funktion Process Trailing Stop aufrufen, um den Trailing Stop zu verwalten. Bei einer Verkaufsbedingung prüfen wir, ob die RVI-Hauptlinie unter der Signallinie kreuzt und ob die Hauptlinie kleiner als der negative Signal-Threshold ist. Wenn es keine offenen Positionen gibt, rufen wir die Funktion Open Sell Position auf, um eine neue Verkaufsposition zu eröffnen. Wenn es bereits eine offene Verkaufsposition gibt, ermitteln wir mit der Funktion IHighest das höchste Hoch im Rückblickszeitraum. Wir prüfen, ob der Höchststand mindestens Min Candlesback alt ist und ob der aktuelle Kurs unter dem ermittelten Höchststand liegt. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, berechnen wir das Trailing Stop Niveau, indem wir den Trailing Offset vom letzten Höchstkurs abziehen und die Funktion Process Trailing Stop aufrufen. Die Funktion Process Trailing Stop ist für die Aktualisierung des Stop-Loss sowohl für Kauf- als auch für Verkaufspositionen zuständig. Wir durchlaufen eine Schleife durch alle offenen Positionen und wählen jede Position anhand ihrer Ticketnummer aus. Wir prüfen, ob die Position dem angegebenen Typ entspricht und zu dem aktuellen Chartsymbol gehört. Dann ermitteln wir den aktuellen Stop-Loss-Wert und aktualisieren ihn auf der Grundlage des Positionstyps. Bei einer Kaufposition aktualisieren wir den Stop-Loss, wenn das neue Niveau höher ist als der aktuelle Stop-Loss oder wenn es keinen Stop-Loss gibt. Bei einer Verkaufsposition aktualisieren wir den Stop-Loss, wenn das neue Niveau niedriger ist als der aktuelle Stop-Loss oder wenn kein Stop-Loss vorhanden ist. Schließlich drücken wir F7, um den Code zu kompilieren. Wenn Ihnen das zu schnell ging oder Sie nicht verstehen, was der ganze Code bewirkt, sollten Sie sich den Premium-Kurs auf unserer Website ansehen oder zuerst eines der Grundlagenvideos. Wenn das funktioniert, kehren wir zu MetaTrader zurück, indem wir F4 drücken oder auf das Symbol klicken. Zurück im MetaTrader drücken wir STRG und R, um den Strategietester zu starten, wählen den soeben erstellten Expert Advisor aus, aktivieren den visuellen Modus und starten einen Strategietest. Wir sollten den Expert Advisor auf dem Chart sehen. Wenn Sie bereits Premium-Kursmitglied sind und eine Idee für ein Video wie dieses haben, können Sie uns eine E-Mail schicken. Wir haben gelernt, wie man mit ein paar Zeilen MQL-Code einen Expert Advisor programmiert, der den Relative Vigor Index für Handelsentscheidungen nutzt. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder.